Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Professor PC Tutorial. Dieses Tutorial ist eher ein Remake eines alten Videos, das ich inzwischen gelöscht habe, als ein neues Tutorial. Zwar ging es in dem Tutorial um die einfache Verschlüsselung einer Textdatei mit Hilfe von Windows-Bordmitteln. Heißt ganz einfach, wir haben eine geheime Datei mit geheimen Informationen. Zum Beispiel hier diese sehr wichtigen Informationen, ja, das ist jetzt natürlich alles Fake, aber stellen wir uns vor, wir müssten diese Informationen irgendwie per E-Mail oder so vermitteln. Wir wären ein wichtiges Unternehmen, wir hätten einen neuen Mitarbeiter, der heißt Mull Wilson, und sein Benutzername wäre Mullwill85 und sein Passwort Apfelsaft68. So, und wir haben keine andere Chance, unserem neuen Mitarbeiter seine Zugangsdaten zu übermitteln als per E-Mail. Kann natürlich auch für alle möglichen anderen Zwecke genutzt werden. Ich weiß nicht, wo man noch geheime Informationen übermitteln muss per E-Mail. Gibt bestimmt einige Wege. So, jetzt wollen wir das immer nicht direkt per E-Mail so verschicken, weil wir wissen, wir sind ja ein großes Unternehmen. Da kann es schon mal passieren, dass unsere Daten abgehört werden. Und wenn dann jemand das Passwort vom Mitarbeiter kriegt, dann wäre das überhaupt nicht gut. Ja, und deshalb wollen wir das irgendwie verschlüsseln. Wir haben aber jetzt auch keine Lust, irgendwie aufwendige Verschlüsselungsprogramme oder sowas zu installieren. Wir wollen das ganz einfach verschlüsseln. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dazu braucht ihr neben dieser Textdatei noch irgendein unauffälliges Bild. Ich habe mir hier mal eins dieser Windows-Beispielbilder genommen. Windows XP-Beispielbilder, da sind solche komischen Wasserlilien drauf. Kann jedes andere Bild genauso gut verwendet werden. Ja, so. Und der Trick dabei der Sache ist jetzt, dass wir in dieses Bild hier, wenn wir das per E-Mail schicken, wird erstmal niemand Verdacht schöpfen. So. Und jetzt wollen wir in dieses Bild hinein sozusagen unsere geheimen Informationen, also diese hier rein speichern. So. Da wäre ein Ansatz jetzt einfach diese Datei da heraufzuziehen. Das geht natürlich nicht. Ist auch klar, ist ja kein Programm. Wie schaffen wir das Ganze jetzt? Es ist ganz einfach. Wir brauchen dafür die Eingabeaufforderung. Können wir über Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung oder einfach über Start ausführen oder WinR CMD erreichen. Die sieht unter allen Betriebssystemen, auch unter Win7, relativ ähnlich aus. So sieht sie zum Beispiel unter Win7 aus. So, der einzige Unterschied ist jetzt einfach, dass hier oben das Design ein bisschen anders ist und dass hier oben jetzt hier XP und hier 7 steht. Ja, sonst gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und fangen wir an. Jetzt sind wir in irgendeinem Verzeichnis, bei mir in C-Dokument und Einstellung Benny. Und jetzt müssen wir in unser Verzeichnis von den Dateien kommen, also der Wasserlilien oder dem Bild, unsere geheimen Textdatei. Die können in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen. Es ist nur deutlich einfacher, wenn sie in einem einzigen Verzeichnis liegen. Bei mir jetzt auf dem Desktop. Also muss ich jetzt einfach mit CD einfach auf den Desktop wechseln. Wenn sie bei euch in irgendeinem anderen Verzeichnis liegen, was weiß ich, auf C, Windows, eHome, dann kopiert ihr euch einfach diesen Pfad, gebt hier ein CD. Und jetzt, wenn ihr STRG V drückt, dann sehen wir, da kommt so was Komisches. Da müsst ihr rechtsklicken und einfügen. Dann kommt ihr in dieses Verzeichnis. So, ich bin jetzt aber in meinem Desktop. Und jetzt kann ich mal dir machen. Dann zeigt er mir alle Dateien an. Und da kann ich überprüfen, ja, da ist tatsächlich meine geheim.txt und meine Wasserlinien.jpg. So, jetzt gebe ich einen Copy. Denn wir wollen die beiden Dateien hier ineinander kopieren. /b heißt, steht für binär. Das ist wichtig, damit es funktioniert. Jetzt fangen wir an und geben zunächst unser Wasserlinien-Ding an. Oder unser Bild an, also bei mir Wasser. Da können wir per Autokompletierung mit der Tab-Taste komplettieren lassen. Und per Plus. Dann unsere geheim.txt. Dann machen wir ein leer und geben den neuen Namen ein. Der muss in demselben Format sein wie unser Bild. Also bei mir zum Beispiel JPEG geht auch mit PNG, GIF, was auch immer. Und jetzt gebe ich einfach mal ein Bild.jpg.
Und jetzt haben wir auf unserem Desktop eine neue Datei Bild, oder wie auch immer wir sie genannt haben, und er sagt uns, eine Datei kopiert. Gehen wir mal in unsere Bilddatei rein und wir werden sehen, da hat sich nichts verändert. So, jetzt wissen wir aber auch immer noch nicht, wo wir jetzt unsere geheimen Informationen herkriegen wollen, denn darum ging das jetzt. Ging es ja eigentlich. Jetzt können wir zunächst einmal unser CMD schließen. Und jetzt müssten wir diese beiden Dateien hier, also die Wasserlinien nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die geheim.txt müssten wir sicher löschen. Ich schiebe jetzt einfach mal in den Papierkorb. Das wäre nicht sehr empfehlsam, aber na gut. So, jetzt müssen wir hier, um unsere Geheiminformationen haben, müssen wir in den Editor gehen und damit unser Bild öffnen. Dazu müssen wir zunächst mal den Dateityp auf alle Dateien stellen, weil das normalerweise öffnet man keine JPEGs oder so mit dem Editor. Und jetzt gehen wir ganz nach unten. Und wir sehen hier, haben wir unsere geheimen Informationen. Hier, geheime Infos. Hier, geheime Infos für Herrn Wilson und hier sein Passwort. Es wäre schöner gewesen, nur so als Tipp, wenn wir, ich stelle die beiden Dateien nochmal wieder her, hier am Anfang eine Leerzeile setzen, dann ist das Ganze wesentlich einfacher. Ich mache das nochmal jetzt als Beispiel, WNR, CMD, CD Desktop, Copy, B, Wasserlinien.jpg und geheim.txt in pic.jpg. So, und jetzt haben wir hier wieder eine neue Datei, pic. Und wenn wir die jetzt mit dem Editor öffnen, es kann, je nach Rechnerleistung teilweise ziemlich lange dauern, bis so eine Datei geladen ist. Und jetzt sehen wir hier, das ist jetzt hier einfacher zu lesen. Ja, natürlich, wenn der Feind in Häkchen diese Methode auch kennt, dann könnte er sie auch anwenden. Und nur, es ist relativ unwahrscheinlich. Ja, das war's dann auch schon wieder. Tschüss und ich hoffe, ich konnte euch helfen.